Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, heute bei mir zu begrüßen Heiko Milde von der IFB Innovationsstarter GmbH. Herzlich willkommen. Hallo. Ein langer Begriff, IFB Innovationsstarter GmbH. Ihr seid eine Tochtergesellschaft der Hamburgischen Du sagst es mir. Hamburgischen Investitions- und Förderbank. Das ist unsere Muttergesellschaft, genau. Und was genau macht ihr als Innovationsstarter? Also ich nehme an, ihr habt ja nochmal eigene, separate Ziele und Aufgaben, die ihr euch vorgenommen habt. Wir fördern die Hamburger Startups im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg, konkret der Wirtschaftsbehörde. Und was bedeutet das konkret? Stell dir mal vor, du willst ein Startup gründen, dann wirst du ziemlich schnell feststellen, dass du recht viel Geld brauchst. Denn so eine Startup-Gründung ist doch was Besonderes. Du musst in der Regel innovative Produkte entwickeln, sie am Markt einführen. Das alles dauert Zeit. In der Zeit brauchst du bereits Geld. Banken geben dir das nicht, kommst wirklich in eine Problematik hinein und genau da setzen wir an. Wir sagen, Startups in ihrer frühen Phase brauchen Geld, haben es schwer, das am freien Markt zu finden und wir wollen helfen, indem wir Geld zur Verfügung stellen. Wir haben dafür verschiedene Förderprogramme, die heißen zum Beispiel InnoFounder, InnoRamp-Up und InnoFintech. Mit diesen 3 Programmen geben wir Zuschüsse. Zuschüsse wiederum heißt aus deiner Perspektive, das Geld ist geschenkt. Kannst damit fast machen, was du willst. Hauptsache, du setzt es für den Aufbau deines Startups ein und du musst es nicht zurückzahlen oder auch keine Geschäftsanteile dafür abgeben. Ist also wirklich extrem attraktives Geld. Das sind unsere 3 Zuschussprogramme für ganz, ganz frühe Startups. Und dann haben wir noch klassisches Venture Capital, Beteiligungskapital. Und da wollen wir schon ein bisschen reifere Startups sehen, die schon ein bisschen mehr auf der Habenseite haben. Und da können wir bis zu 1 Million Euro Beteiligungskapital pro Startup zur Verfügung stellen. Und kannst du von den Antragsstellungen her eine Art Trend erkennen hinsichtlich der Branchen oder auch Zielgruppen, wo sich vielleicht erkennen lässt, da geht es jetzt irgendwie in Zukunft hin oder da werden besonders viele Förderungen nachgefragt? Ja, also wir existieren jetzt seit 11 Jahren und haben dadurch natürlich schon einen gewissen Track Record und Erfahrungshintergrund. Und ich würde sagen, seit vielleicht 5 Jahren sieht man doch überall das Wort KI drauf und drin stehen. Also künstliche Intelligenz ist überall, branchenübergreifend, hat inzwischen, ich weiß nicht, jedes zweite Startup wahrscheinlich irgendwo unter der Haube, wenn nicht sogar noch mehr. Digitalisierung von Prozessen hier, Prozessen da und Ähnliches. Das sind, würde ich sagen, eher technologische Themen, die immer größer geworden sind in den letzten Jahren. Wenn es vielleicht eher so um Branchen oder sowas geht, dann haben wir auch eher im Bereich Impact zunehmend doch Nachfragen. Also die Leute nehmen das Thema, das ist zumindest meine Vermutung, nehmen das Thema Klimawandel wahr und extrem ernst und überlegen sich, wie können sie irgendwie mit ihrem Startup auch beitragen, dem Ganzen ein Stück weit die Schärfe zu nehmen. Und da kommen halt dann spannende Startups zu uns, die irgendwo Ressourceneffizienz oder Vermeidung von Kunststoffen und Plastik und Ähnliches machen, Kreislaufwirtschaft, solche Sachen. Also da sehen wir eher zunehmende Nachfrage, muss ich sagen. Das hatten wir vor 8 oder 9 Jahren bestimmt noch nicht in der Häufigkeit. Und auch ein wichtiger Trend ist, wir sehen immer mehr weibliche Gründerinnen, die Startups hochziehen wollen. In Hamburg ja auch relativ bekannte Beispiele. Traceless ging überall durch die Presse, weil sie jeden Preis abgeräumt haben, den man irgendwo abräumen kann in Deutschland. Die haben wir auch unterstützt. LignoPure haben wir unterstützt. Also verschiedenste rein von Frauen geführte Startups, die wirklich auch Öffentlichkeit gesehen haben. Und apropos Gründerinnen, ihr unterstützt ja auch oder ihr veranstaltet den sogenannten Female Startup Aperitivo Abend. Hier tatsächlich an diesem Ort im Eden Coworking und Co-Creation Space. Kannst du uns dazu was erzählen? Ja, genau. Also neben unseren finanziellen Förderprogrammen, wo wir also wirklich Geld zur Verfügung stellen, haben wir auch mal gesagt, wir möchten nicht nur selber Geld geben, sondern auch die vielen Investoren, die es doch gibt in Hamburg, in Norddeutschland, in Deutschland, die vielleicht Lust haben, mal in ein Hamburger Startup zu investieren, die wollen wir eigentlich enablen, genau das auch zu tun. Und zwar haben wir das sogenannte Hamburg Investors Network aufgebaut, wo wir auf der einen Seite Startups haben, die Geld suchen und auf der anderen Seite Investoren haben, die
zumindest großes Interesse haben, mal in Startups zu investieren. Und die versuchen wir dann ganz gezielt zusammenzubringen, also perfektes Matching herbeizuführen im Rahmen von Veranstaltungen. Und diese Veranstaltungen, da haben wir uns eine Marke für ausgedacht. Das sind bei uns die Start-Aperativos. Und die haben verschiedene spezielle Themen nochmal. Und so gibt es auch die Female Start-Aperativos. Da setzen wir solche Veranstaltungen, also es sind Startups da, es sind Investorinnen da, insbesondere unter das Thema von Frauen gegründete Startups auf der einen Seite und Investorinnen auf der anderen Seite. Und das machen wir jetzt schon im zweiten Jahr, werden das im nächsten Jahr nochmal ausweiten, haben das auch noch durch eine Academy flankiert, wo wir Gründerinnen in der frühen Phase nochmal gewisse Angebote gemacht haben, wie sie vielleicht ihr Startup noch schneller, besser, qualifizierter hochziehen können, wo wir vielleicht Investorinnen, die mit dem Gedanken spielen, doch mal zu investieren in ein Startup oder vielleicht erst 1, 2 Investments gemacht haben und sich selber noch nicht so richtig super sicher sind, wo wir denen auch Angebote gemacht haben, einfach noch von erfahrenen Gründerinnen, Investorinnen zu lernen. Ja, und das haben wir auch im Eden gemacht hier in der Tat. Hier gab es dieses Qualification für den großen Female Startup Aperitivo, haben wir hier durchgeführt in der Tat. Und nächstes Jahr, glaube ich, planungsgemäß wieder. Das werden wir hoffentlich alles mitbekommen. Du hast vorhin gesagt, ihr existiert jetzt schon seit 11 Jahren als Innovationsstarter. Was würdest du sagen, wie hat sich so die Startup-Szene in Hamburg, weil ihr seid hier lokalisiert, macht ja auch Sinn, wenn ihr Hamburger Startups unterstützt und fördert. Wie hat sich die Szene so bisher entwickelt? Wo siehst du vielleicht Chancen, Potenziale? Also ich würde sagen, die Szene hat sich sehr gut entwickelt, sie hat sich extrem professionalisiert. Und zwar kann man das so ein bisschen an unserem Unternehmen festmachen. Wir wurden eben vor 11 Jahren auf die grüne Wiese gestellt. Es gab praktisch keinen ernstzunehmenden Vorgänger oder keine Vorgängergesellschaft. Und wir sind gestartet mit unserem Innovationsstarterfonds, mit Beteiligungskapital, haben das eigentlich in jedem Jahr irgendwo unser Angebot ergänzt um eine neue Komponente, so dass wir wirklich sagen, würde ich sagen, inzwischen sehr gut aufgestellt sind und wirklich ein ganz breites Angebot für die verschiedenen Start-up und Start-up-Typen in den verschiedenen Phasen sind und eben jetzt auch noch die Privatinvestoren versuchen zu mobilisieren. So haben wir eigentlich über 11 Jahre uns gut entwickelt, auch von einer Ein-Personen-Firma. Ich habe sie damals gegründet, zu heute 20 etwa, die wir sind. Genauso kann man eigentlich an verschiedenen Stellen diese Entwicklung nachvollziehen. Also auch die Hochschulen tun inzwischen viel, viel mehr als noch vor 11 Jahren, um die Potenziale, die zweifellos in ihnen stecken, zu heben in Richtung Start-up-Gründung. Und es gibt viel bessere Veranstaltungen inzwischen und wie gesagt, die Investoren organisieren sich, die Privaten meine ich jetzt. Also Corporates sehen wir immer wieder, dass sie Acceleratoren auf die Wiese setzen, dass sie irgendwelche Startup-Units gründen und etablieren, um eben besser mit Startups dann irgendwie kooperieren zu können, in welcher Form auch immer. Also ich würde sagen, als wir hier vor 11 Jahren gestartet sind, war der Acker weitestgehend unbestellt und jetzt sind wir schon relativ gut unterwegs, wobei natürlich wir werden in 5 Jahren wieder weiter sein. Also die Startup-Szene hier macht sich wirklich. Du bist selbst Gründer und man merkt, dass du dich für das Gründen begeisterst. Wo siehst du denn die Innovationsstarter vielleicht in den nächsten Jahren? Worauf freust du dich besonders? Ja, ich glaube, dass wir, wie gesagt, es gibt uns seit 11 Jahren, wir sind relativ langsam gestartet, haben viel Fahrt aufgenommen. Und das Startup-Business ist ein langfristiges Business. Also viele Pflänzchen, die man irgendwo setzt oder die gesetzt werden und bei dem setzen wir helfen, mehr machen wir am Ende nicht. Die müssen halt langsam wachsen, bis sie dann irgendwann wirklich gedeihen und zu großen, tollen Firmen werden. Und ich hoffe einfach, dass wenn man in 10 Jahren auf Hamburg guckt und sagt, das sind die Top 10 Startups hier, die dann schon Grown-Ups sind, dass ich so sagen kann, übrigens, da waren wir dabei, da waren wir dabei, da waren wir dabei. Und da geht es mir weniger um irgendwie einen Unicorn-Status oder sowas, sondern einfach um tolle Firmen mit tollen Produkten, die hier wirklich zur Stadt gehören. Das ist ganz wichtig, so als vielleicht eine Art Messung für den Erfolg, den wir haben. Und ansonsten denke ich habe ja eben gesagt, wie toll wir unser Angebotsportfolio differenziert, diversifiziert haben. Da habe ich im Hinterkopf natürlich schon noch 1, 2 Ideen, wie man da weitermachen könnte. Und das hoffe ich in den nächsten Jahren dann auch umsetzen zu können. Vielen Dank, Heiko, für diese Eindrücke aus der Innovationsstarter GmbH, aus deiner Branche und der Start-up-Welt. Ich hoffe, dass du noch auf viele weitere spannende Gründerinnen und Gründer triffst, denen du zum Erfolg verhelfen kannst oder sie dabei unterstützen kannst.
Ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bei euch, bei allen ZuschauerInnen und hoffe, dass ihr etwas mitnehmen konntet aus diesem Gespräch. Wenn ihr Fragen an Heiko Milde habt, dann schreibt sie uns hier unten in die Kommentare unter das Video. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.